Ja, liebe Freunde, heute Abend sind wir beim Kanuclub Mainz-Kostheim 1924 eingeladen und wollen euch mal den Verein vorstellen. Heute Abend halten wir auch noch einen Vortrag über das Bootfahren in den Niederlanden und verschiedene Wassersportthemen. Der Verein befindet sich auf der Halbinsel Maraue, direkt gegenüber der Mainzer Altstadt auf der anderen Rheinseite. Die Steganlage befindet sich im Floßhafen Mainz-Kostheim. Das Gebiet wurde irgendwann mal Wiesbaden zugeschlagen, doch aus historischen Gründen wurde der Name Mainz-Kostheim einfach beibehalten. Viele Häfen am Rhein haben wieder das gleiche Problem. Bei Niedrigwasser kommt man in den Hafen nicht rein und bei Hochwasser kommt man nicht zu seinem Boot. Das Niedrigwasserproblem hat der Verein gelöst. Im Herbst wurde richtig viel ausgebaggert und jetzt kann man auch bei Niedrigwasser in den Hafen reinfahren und rausfahren. Das ist also kein Problem mehr. Also ihr könnt im Sommer ruhig kommen. Aufgrund des nicht immer gleichen Wassers haben einige Leute ihr Boot in den Niederlanden liegen, aber 500 Kilometer von hier bis zum Boot, das kann man nicht an jedem Wochenende machen, wenn man berufstätig ist. Wer also abends mal aufs Boot gehen will oder jedes Wochenende das Boot nutzen möchte, der muss natürlich hier irgendwo das Boot liegen haben. Wir werden hier vom zweiten Vorsitzenden, Bootswart und Webmaster Jürgen Gensmantel herzlich empfangen und er zeigt uns auch gleich die Steganlage. Wir schauen jetzt mal, es ist gerade sehr niedriges Wasser, aber hier ist frisch ausgebaggert und deshalb könnte man mit nicht so viel Tiefgang noch fahren. Man muss sich jetzt halt vorstellen, das Wasser, wo jetzt die Berge sind, reicht ja bis an die Bäume im normalen Wasserstand. So niedrig ist das Wasser jetzt, aber diese Mitte da, die ist extrem jetzt ausgebaggert, da kann man echt noch fahren. Also super Zustand jetzt. Ja. Wie tief ist die Mitte jetzt ungefähr? Warte mal, jetzt haben wir 1,70, da haben wir noch so 1,30 Tiefgang. 1,30, okay. Ja, das ist für die normalen Boote, die jetzt nur einen Z-Antrieb haben, ist das gar kein Thema. Gar kein Thema. Ja. Ein relativ neues Boot hier. Das ist das Boot vom ersten Vorsitzenden Henning Lübbe. Schöne Winterplane. Die Carver da, meine, die 356 nennen die sich. Das ist eine Carver 356? Ja, dieser Bauart halt. Die einzige in Deutschland? Ja, ist die einzige. Ja. Okay. Und da hinten ist noch ein weiterer Hafen, Ja. der aber nichts mit euch zu tun hat. Ja. Da ist da vorne, wo die zwei Garagen sind, das ist die Einfahrt. Ne? Ja, Die haben wir genau. von der Brücke aus gesehen. Das ist die Wasserschutz, genau, die passt da auf uns auf. Die Wasserschutz, gleich vor, da kann nichts passieren hier. Wie viel Gastliegeplätze habt ihr denn hier? Also ist so, am Wochenende fahren die fast alle hier immer raus, weil das bei uns um die Ecke sehr schön ist und in der Zeit können jede Menge Gäste eigentlich kommen. Auch Übernachtung? Ja, Ja. genau. Ja. Und ist denn vor Ort einer da am Wochenende? Ja, dann haben wir unseren Steakwart oder so, den wir fragen. Das ist Ja. kein Problem. Und mit Essen und Restaurants hier in der Gegend? Also echt fantastisch. Ja. Wie weit muss man da gehen? Nicht weit. Da, wo die Brücke jetzt zu sehen ist, da ist eins, ja. Und von da ein Stückchen darüber auch wieder ein Restaurant. Da hinten ist also mehrere Auswahl und manche direkt am Rhein hier. Ja. Ja. Also Fußweg 5 Minuten. Ja. Ja. Von hier aus? Ja, Okay. wirklich kein Thema. Ja, sehr schön. Das ist schön und sehr angenehm für Gäste. Und wenn man natürlich auch von hier mal Mainz sehen will oder sowas, da kann man schön hier den Weg laufen, da über die Brücke. Ja. Da hinten ist gleich Bushaltestelle, kann man nach Mainz. Wenn man ein Stück läuft, man muss ja nur wieder rein. Da kann man natürlich auch laufen oder sowas, ja, gar kein Problem. Also so relativ schnell im Ort. Ja. Das hat er alles hier in der Mitte rausgeholt und daneben hingeschmissen. Das heißt, Das das hält was, wieder so 7 Jahre ungefähr. ja, Ja. okay. Das, was er jetzt hier gebaggert hat, liegt drüben jetzt quasi auf der anderen Seite als Schlamm. Das haben die jetzt gar nicht mitgenommen, sondern da drüben hingekippt. Weil aus Umweltschutzgründen haben wir es gelassen und sowas, ja. Ah ja. Genau. Wir haben auch nette Tierchen hier, unseren Biber und so, ja. Ja, Die bauen ja gerne ihren Bau hier. Ne? ja, interessant, ja. Also hier gibt es alles, was man braucht. Strom, Wasser. Das ist ja nicht immer so niedriges Wasser. Also bei Normalwasserstand kommt man ja wunderbar rein. Wir sind hier jetzt im Januar und da ist natürlich vieles nicht so schön wie im Sommer. Man sieht auch hier, wie viel Wasser fehlt. Hier gibt es auch einen Türöffner. Also wenn man hier angelegt hat, kommt man auch hoch und raus aus der Steganlage. Hier sehe ich ja Umrandungen, die blauen. Und das Boot hat keinen Fender. Das muss also funktionieren. Ne? Da hinten ist ein Schluss, da ist alles verschlammt, da kommt man also nicht durch. Aber hier ist frisch ausgebaggert. Im Sommer sieht das natürlich alles viel schöner aus, wenn alles grün ist. Und da hinten ist auch das Clubhaus nicht weit. Und ja, wirklich sehr schön gemacht.
Hier in den Garagen befindet sich die Ausrüstung der Kanuabteilung. Jede Menge Kanus, Kajaks und Stand-up-Paddel. Zur Not kann man das auch bei Hochwasser schnell räumen. Habt ihr auch Ruderboote oder nur Kanu? Macht ihr nur Kanu? Hauptsächlich Kanu, wir haben auch so Kajak bist du dabei. Ja, Kajak habe ich gesehen, ja. Hier sind dann noch die entsprechenden Kanus. Also hier kann man schon einiges machen. Für Kanufahrer ist das hier auch eine tolle Ecke. Ja, also hier ist für alles gesorgt. Kinderspielplatz, unten sind dann die Garagen für die Kanus und Kajaks und oben ist dann der Clubraum. Die Schraube kann ich gleich mitnehmen hier. Die hat so ungefähr unsere Größe, glaube ich. Wir sind doch überrascht, welche Möglichkeiten es hier gibt. Im ruhigen Floßhafen können auch Neulinge paddeln lernen, bis sie fit für den wilden Rhein sind. Direkt um die Ecke gibt es viele schöne Auen, wo man ankern kann, in ruhigem Wasser und dort das Wochenende verbringen kann. Man kann viele Häfen anfahren, viele fahren auch in den Main rein bis zur Schleuse, da ist das Wasser ruhiger. Also die Möglichkeiten hier zum Bootfahren sind reichlich. Ein guter Scherz. Ja, mal hier sieht man ja das Hochwasser, ne? Und 88, 2013 und 2011. Deshalb ist der Clubraum auch oben, dass der vor Hochwasser geschützt ist. Ja, genau, der ist oben, genau deshalb. Richtig. Ja, hier sieht man, wie das dann bei Hochwasser aussieht. Wenn man in den Clubraum reinschaut, das ist wirklich toll, sehr gemütlich. Und so einen schönen Clubraum hat sicherlich nicht jeder Verein. Mit Bar, Küche hinten drin. Und hier werden wir heute Abend dann einen kleinen Vortrag halten. Der Hafen hier liegt bei ca. Stromkilometer 500 und die Eiselmündung ist bei 1007. Das heißt, für einen Verdränger ist die Fahrt recht lang und für einen Gleiter recht teuer. Daher ist Chartern für Hollandurlauber eine Möglichkeit. Allerdings sind so Sachen wie Brückenöffnung und Schleusen für viele hier kein Thema. Um die Hemmschwelle für Erstfahrer in den Niederlanden zu nehmen, halten wir heute Abend einen Vortrag über die Niederlande und auch andere Themen wie Zubehör, Ausrüstung, Dieselsorten und so weiter. Bevor der eigentliche Vortrag losgeht, machen wir noch ein kleines Interview mit dem ersten Vorsitzenden Henning Lübbe. Ja, wir sind hier heute eingeladen beim Kanu-Club Mainz-Kostheim und sind hier mit dem ersten Vorsitzenden Henning zusammen. Und ja, freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir euch hier zu Gast haben dürfen. Ja, die erste Frage gleich, warum Kanu-Club? Ich habe gerade so viele Motorboote gesehen. Gut, es ist jetzt gerade Winter, aber... Ja, also der Verein wurde 1924 gegründet als Kanu-Club und damals haben sie halt Kanus gebaut, sind die rumgefahren. Und vor gut 50 Jahren kam der Umzug an die jetzige Stelle. Und das ist ein schönes Vereinshaus, was wir haben, aber das lässt sich nur tragen mit dem Zweckbetrieb. Und deswegen ist Bootfahren hier ein großer Bereich geworden bei uns im Verein. Wie ist so das Verhältnis zwischen Mitgliedern Kanu-Club und Bootsfahrern mittlerweile? Es ist durchwachsen, sage ich mal. Die Kanufahrer sind eher von Hand unterwegs, sehen auch, dass die Motorbootfahrer da vielleicht nicht ganz so umweltfreundlich sind. Die Motorradfahrer sehen, dass wir ein schönes Revier haben. Wir probieren gemeinsam allerdings, das Ganze hier in Schuss zu halten und möglichst gut mit der Umwelt und der Natur umzugehen. Ja, das ist natürlich immer wichtiger. Gerade Umwelt, da sind wir als Motorbootfahrer natürlich ein bisschen verpönt. Und ja, aber am Ende des Tages ist es eine Freizeitbeschäftigung und ja, muss auch in Zukunft irgendwie weitergehen. Es ist doch sehr viele Leute fahren doch Motorboot oder Segelboot. Das ist gerade ein wichtiger Freizeitbereich, trotz allem. Genau. Aber wir probieren trotzdem, auch mit dem Motorbootfahren, Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Und wir sehen zu, dass wir die Gewässer hier in Ordnung halten, dass wir uns ordentlich verhalten, an die 10 Regeln auf dem Wasser halten. Und ich denke mal, zusammen kriegen wir das hin. Gefühlt werden die Leute ja immer älter, die Motorboot fahren. Und wie schafft ihr es jetzt, hier junge Leute ranzuziehen? Also Motorbootfahren ist eigentlich attraktiv. Wir haben ein sehr schönes Revier hier und gerade 10 Minuten von hier ist ein schöner Ankerplatz. Und im Sommer ist da sehr viel los. Also das zieht auch viele junge Menschen an. Ist aber durchaus schwierig, dass du die Menschen an den Verein bindest. Und wir hoffen, dass wir das regelmäßig hinkriegen. Wir haben jetzt einige junge Mitglieder gewonnen, die alle so Ende 20, Anfang 30 sind. Und die probieren wir langfristig im Club zu halten.
Und damit schaffen wir auch dann diesen Übergang von den älteren Mitgliedern zu den jüngeren Mitgliedern, dass wir das hier erhalten, am Leben halten. Ist schwierig, aber wir schaffen das. Ist es denn auch möglich, jetzt ohne Boot hier Mitglied zu werden? Gibt es die Möglichkeit mitzufahren? Bietet ihr auch sowas an oder ist das eher schwierig? Also wir sind selber damals hier einfach eingetreten, ohne Boot. Es hat aber nicht lange gedauert, bis wir dann ein Boot gekauft haben. Letztendlich als Kanuverein kannst du hier auch das anbieten. Wir haben Paddeltraining. Das heißt, der erste Weg führt eventuell übers Kanufahren hierhin. Und vielleicht wird dann die Verbindung getroffen auch zu den Motorbootfahrern. Wir haben ein schönes Revier hier. Das Interesse wird, glaube ich, geweckt, wenn man erstmal hier im Verein ist und dann sieht, dass das Vereinsleben schön sein kann und man gemeinsam hier mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs ist. Und das ist das, was Spaß macht, die Gemeinschaft. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier ringsherum an Möglichkeiten, Boot zu fahren? Ankerplätze, Orte, die man anfahren kann. Ich habe gesehen, der Main ist ja gleich hier um die Ecke. Fahrt ihr auch viel in den Main rein oder was ist so die normale Aktivität beim Bootfahren? Also wir haben hier wirklich ein sehr schönes Heimatrevier. Da sind wir sehr glücklich. Wir haben die Mainmündung. Viele haben Angst vor der Schleuse. Das heißt, sie fahren meistens so bis dahin. Aber wenn man einmal das Schleusen geübt hat, und das wollen wir auch dieses Jahr wieder anbieten mit einem Schleusentraining, dass man einfach mal weiterfährt. Wir haben Frankfurt mit der Skyline hier in der Nähe. Da braucht man ungefähr 4 Stunden dahin mit dem Schleusen. Wir haben aber auch Liegeplätze, gerade mal 10 Minuten von hier. Und man kann den Anker werfen. Wir haben sehr gute Wasserqualität. Und das macht einfach Spaß. Man kann hier in kürzester Zeit anfangen und entspannen. Sobald man auf den Steg kommt, beginnt die Entspannung und der Urlaub. Und Passanten bei euch hier am Hafen, die sind erwünscht. Ihr möchtet natürlich auch, dass hier Leute anhalten, die auf der Fahrt vom Süden in den Norden sind oder umgekehrt. Ja. Also unser Verein liegt eigentlich sehr günstig, aber dafür haben wir relativ wenige Gäste. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen unbekannt und versteckt. Die Einfahrt zu uns in den Floßhafen hier ist ein bisschen verwinkelt und ist auch bei Niedrigwasser schwierig gewesen. Wir haben jetzt gerade frisch ausgebaggert und dadurch ist die Fahrrinne jetzt wieder tiefer, dass wir auch bei Wasserständen von 1,70 Meter, 1,80 Meter hier noch reinfahren und rausfahren können. Und wir liegen eigentlich sehr gut, aber dafür haben wir noch wenige Gäste. Es nimmt langsam zu. Also wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt, von Nord nach Süd oder von dem Main oder in dem Main. Es ist immer sehr schön, sich auszutauschen. Die Einfahrt ist ja da, wo auch die Polizei liegt, die Wasserschutzpolizei. Da sind so 2 Garagen. Kann man eigentlich nicht verfehlen, wenn man darauf achtet. Bei welchem Kilometer seid ihr hier? Wir sind bei Kilometer 498, also 498. Wir haben auch ein kleines Schild neben der Wasserschutzpolizei stehen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen versteckt. Also nur Mut, einfach reinfahren. Es ist jetzt schön breit und tief geworden. Und nach hinten raus haben wir einen schönen Liegeplatz und wir haben Mainz vor der Haustür. Ja. Und man kann hier sehr schön fußläufig die Bahn erreichen, nach Mainz rüberlaufen. Wir haben Gastronomie in der Nähe. Und wie gesagt, mit der Mainmündung hier liegen wir sehr, sehr günstig. Ja. Aber wir müssen vor allen Dingen sehen, das muss ja der zweite Hafen sein. Ich habe gesehen, vor euch liegt auch noch ein Hafen, dass man nicht am falschen Hafen anhält. Genau, also bitte bis zum Ende durchfahren. Wir haben 3 Nachbarvereine, die haben aber, glaube ich, kaum oder wenige Gastliegeplätze. Wir haben da ein bisschen mehr Platz, wir haben insgesamt 45 Liegeplätze und da ist eigentlich immer ein Gastlieger frei. Ich denke mal so, bis 11 Meter überhaupt kein Problem, da drüber müssen wir gucken, wo frei ist, aber das wird sich immer regeln lassen für 2, 3 Tage. Und was man hier sieht, ein fantastisches Clubhaus, das findet man eigentlich kaum. Ja. Sehr viel Platz, also wir sind sehr dankbar, dass die Vereinsmitglieder vor 50 Jahren hier direkt was Ordentliches hingebaut haben. Und für uns gilt es jetzt, das Ganze zu erhalten. Ja, und da sind wir sehr froh, dass wir hier so einen kleinen Schatz haben, den wir wieder ein bisschen aufpolieren und das ist auf jeden Fall wert. Ja, man sieht ja schon, hier wird einiges getan für die Mitglieder. Da gibt es einen kleinen maritimen Flohmarkt und es kommen heute einige Gäste. Und wir freuen uns gleich, dass wir so einen Vortrag halten dürfen über Holland, über verschiedene Bootsthemen. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt. Für uns ist das auch Neuland, zum ersten Mal. Und ja, es wird ein spannender Abend. Genau. Es ist auch wichtig, dass wir, ich glaube, alles tun, dass wir das Bootsfahren so wieder ein bisschen am Leben erhalten. Und da tragt ihr auch dazu bei durch eure Videos. Ja. Finde ich sehr schön. Das motiviert auch andere, einfach loszufahren und keine Angst zu haben vom Schleusen oder vom Ankern oder irgendwas. Und darum geht es. Das ist so ein schönes Hobby, was wir haben. Genau. Und da bleiben wir dran. Ne? Da bleiben wir dran. Ja, vielen Dank. Und gleich gibt es dann den Vortrag. Und ja,
Danke. Toll. Alles Gute. Auch hier haben wir so einen kleinen Flohmarkt. Alles selbstgenähte Sachen. Und hier, das sind kleine Sofas, das sind Kosmetikboxen, wo man halt Taschentücher rausziehen kann. Das ist eine ganz gute Idee. Und hier sind noch einige andere Sachen von einem Bootsauflösung. Und vielleicht hat ja irgendeiner Interesse dran, hier eine kleine Sache zu kaufen. Leider haben wir ja Schneechaos-Wochenende erwischt und viele Leute hier wohnen im Taunus etwas höher gelegen und haben aufgrund des Schneefalls abgesagt. Aber um die Leute, die kommen, nicht zu enttäuschen, haben wir gemeinsam mit dem Verein entschieden, den Vortrag doch durchzuziehen, allerdings dann im kleinen Kreis. Ein herzliches Willkommen. Es ist was ganz Neues. Es ist ein bisschen aus der Initiative von Jürgen und Jürgen entstanden. Insofern, ich finde das extrem klasse, dass wir auch das Thema Motorbootfahren unter uns Mitgliedern und den Nachbarvereinen ein bisschen vielleicht wieder aktivieren und uns gegenseitig austauschen. Und wir haben hier wirklich sehr erfahrene Bootsfahrer heute dabei. Die Boater on Tour mit Marina und Jürgen. Herzlich willkommen im Kanu-Club Mainz-Kostheim. Hallo. Es freut uns wirklich sehr, dass ihr jetzt im Januar auch bei dem Mistwetter hier den Weg zu uns gefunden habt. Und sind sehr gespannt, was ihr von euren vielen, vielen Fahrten uns mitteilen könnt. Ihr habt so viel Erfahrung, die ihr mit uns teilen wollt, finde ich sehr gut. Denn wir können nur voneinander lernen. Erfahrung kommt durch Fahren, da habt ihr sehr viel Erfahrung. Und da bin ich mal sehr gespannt. Man kann immer nur davon profitieren, wenn man sich austauscht. Und es ist auch für uns die Gelegenheit, den Verein hier an der Mainmündung ein bisschen vorzustellen. Und wir hoffen, dass wir ein paar mehr Übernachtungsgäste gewinnen und uns auch mit denen mal austauschen können. Insofern eine sehr schöne Idee mit diesem neuen Format hier. Und ich will nicht großartig weiterquatschen. Wir sind sehr gespannt. Danke, dass ihr hier seid und danke, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Ja. Auf euch. Vielen Dank. Wir haben mal so ein bisschen, die Niederlande kann man natürlich auf Bildern so sehen. Wir haben mal ein paar Sachen wie Brücken und Schleusen und Funken und auch Betonung, Wasserradplätze auf Eiselmeer und was kann man tanken so ein bisschen. Wir haben hier Diesel und das ist HVO. Ja, und dann mal, jeder kann nachher mal dran riechen, ja, und einfach mal die Nase reinhalten und den Unterschied merken. Kennt ihr diese Headsets hier? Und die schalten wir nachher auch mal an, dann könnt ihr auch mal selber ausprobieren, wie das ist, wenn man so miteinander kommuniziert auf dem Boot. Weil ich muss sagen, die Dinger sind also gut für den Ehefrieden. Man sie abschalten. Man kann die auch mal an. Das sind so die Themen, die ich mal alle mitgebracht habe. Wenn jemand noch ein anderes Thema hat, andere Frage, gerne. Ja. Wir haben jetzt Visitenkarten neue und da ist auf der Rückseite sind da auch ein paar Informationen drauf. Da ist unsere E-Mail-Adresse drauf. Da ist auch meine drauf, aber wir haben auch eine Boater on Tour tonline.de E-Mail-Adresse mittlerweile. Wir persönlich nutzen die Wasserkarten L4. Ja, weil die bietet neben der eigentlichen Wasserkarte noch sehr viele Informationen über Häfen. Da gibt es Informationen über jede Schleuse, jeden Hafen, jede Brücke, Zeiten, Telefonnummern. Da findet man alles. Kosten, Liegeplätze, wie ist der Hafen ausgestattet. Da grillen wir da und übernachten. In der Regel darf man da an einer Stelle bis zu 3 Tage liegen bleiben. Der Nachteil ist natürlich, man hat da keinen Strom. Könnte man von hier aus nur über Binnen dorthin kommen? Ja. Man fährt einfach den Rhein immer geradeaus und dann geht man in den Lateralkanal ab und die Eisel ab und dann kommt man hier raus. So, dann kommen wir mal zu den Brücken. Oh ja. Also es gibt ja unterschiedliche Brücken. Das ist ja die Klappbrücken. Da kommt ja jeder durch. Da gibt es so Hebebrücken, die gehen nach oben. Und dann Leovasen hier, das sind die und dann hier gibt es feste Brücken, da muss man natürlich gucken, passt man durch oder passt man nicht durch. Ich glaube an 2 Brücken, wo sie statt dem Schuh das EC-Gerät runterwerfen mit der Angel. Okay. Aber sehr
Das haben wir noch nicht gehabt. In Lemmer ist da so ein Schild dran, bitte vor die Brücke fahren. Ja, weil man kann schon mal bei Rot-Grün, weiß man, kommt ran, dann kann man also schon mal vor die Brücke vorfahren. Man muss also nicht 100 Meter von der Brücke wegstehen und erst wenn die ganz aufgegangen ist und auf Grün umschlägt, anfangen loszufahren. Knopf vor der Ampel am Wartesteg bei großen Schleusen hat man oft einen eigenen Sportboot-Wartebereich mit einer eigenen Ampel, wo man dann einfach liegt und darauf wartet, dass man Grün bekommt. Die Kopfhörer sind natürlich gerade hier im Umlauf. Jeder freut sich, dass es sich hört gegenseitig. Beim Diesel habe ich bei 200 Kilometer Restreichweite gesagt, ich muss jetzt mal zur Tankstelle. Und beim E-Auto ist das Ding noch halb voll. Da hinten ist eine Fräge. Ja. Mit dem Diesel kann ich aber auch mein Boot hier dranhängen und kann es ziehen. Mit einem E-Auto kannst du es vergessen. Ja, da geht schon. Also unser Boot hänge ich nicht mehr ans Auto. Wer zum Beispiel kein Gas an Bord haben will zum Kochen, für den empfehle ich Spiritus. Also wir haben mit unserem Stahlboot, das ich vorhin gezeigt habe, nur mit Spiritus gekocht, weil der Vorbesitzer kein Gas wollte und das Gas ausgebaut hat. Und da hat man die Brötchen drauf heiß gemacht. Der hat als Heizung fungiert und Marina hat ihn als dritte Platte benutzt zum Kochen. Wenn man hier UKW-Funk macht, Binnenfunk, dann wird der Code und Schiffsname in das UKW-Gerät einprogrammiert. Und das geht nur bei der Inbetriebnahme in der Regel. Oder man muss an den Hersteller gehen und der macht das anschließend. Wir haben eine nachführende Satellitenschüssel drin. Da können wir auch bei der Fahrt gucken. Was kostet so ein nachführendes Empfangsnummer? Die kostet jetzt 7.000 €. Aber ihr müsst gestehen, in der Erfahrung von heute würde ich das nicht mehr machen. Internet. Ich würde mir persönlich heute, mit der Erfahrung, die ich habe, eine Snipe 3 oder sowas kaufen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich herzlich zu bedanken bei Marina und Jürgen. Es war ein sehr informativer Abend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch echt viel dazugelernt. Ja? Und man merkt, ihr seid so auf dem Wasser unterwegs. Das macht schon Lust, jetzt wieder im Winter langsam die Sachen zu packen und loszulegen. Ich freue mich auf die nächste Saison. Ja. Und als kleines Dankeschön erstmal unser Vereinswappen hier. Ja, vielen Dank. Packt es irgendwo in Ehren und dann haben wir noch einen Gruß von unserem lokalen Winzer. Okay. Ja. Das ist unser Hauswein, der uns immer mit vieler guter Schorle hier produziert. Lasst es euch schmecken. Ja, vielen Und Dank. ich hoffe, dass wir euch irgendwo mal unterwegs auf dem Wasser treffen. Ja, das wäre schön. Ob Holland oder hier. Also Ja. das ist bekannt. Ja. Darf ich dir das überreichen? Dankeschön. Ja. Ich kann mich auch noch bedanken, das war jetzt für uns auch Premiere, das erste Mal und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch gut. Viele Fragen, viele Rückfragen, viele Diskussionen, hat richtig Spaß gemacht und hat mir auch sehr viel geholfen, um zu verstehen, wo sind die Probleme und was kann man vielleicht nächstes Mal noch besser machen, anders machen. Ja, vielen Dank. Ja. Ja. Vielen Dank auch an unseren Kameramann. Tschüss. Tschüss. Das war ein wunderschöner Abend, wenn auch wetterbedingt im kleinen Kreis, aber dadurch war der Austausch mit vielen netten Menschen sehr intensiv. Das hat uns gut gefallen. So ein Vereinshafen ist natürlich was völlig anderes. Wir zum Beispiel bezahlen nur für unseren Liegeplatz und haben keinerlei Mitsprache im Hafen. Man kann ja mitgestalten, man kann gesellig zusammen sein. Man hat hier einen Ort, wo man sich austauschen kann mit Gleichgesinnten über Bootsthemen und viele andere Dinge mehr. So ist es über das ganze Jahr, ist man beschäftigt und hat nie Langeweile. Das ist eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung, das kann ich jedem nur empfehlen. Fahrt mal hier vorbei, schaut euch das an, werdet Mitglied. Ob man Kanu fährt, Stand-Up-Paddling oder Kajak in Geselligkeit mit vielen Gleichgesinnten zusammen, macht das ja deutlich mehr Spaß. Man hat seine Ausrüstung vor Ort, muss also gar nicht großartig transportieren. Vielleicht kommt man ja so später auch zum Motorsport. Motorbootfahrer sind hier auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, mit vielen netten Menschen euer Hobby zu teilen. Wenn ihr also auf dem Rhein unterwegs seid, ob von Nord nach Süd oder Süd nach Nord, dann haltet mal hier an. Dort, wo die Polizei ist mit den 2 Garagen, fahrt einfach rein, fahrt bis hinten hindurch. Das Wasser ist tief genug und hier habt ihr die Möglichkeit, mit netten Menschen euch auszutauschen.
Und Mainz ist natürlich auch immer eine Reise wert. Das war's von uns. Wenn ihr auch in einem Verein seid und euch mal präsentieren wollt, dann schreibt uns an. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Vielleicht wollt ihr auch unseren YouTube-Kanal unterstützen, dann könnt ihr auch gerne Mitglied werden. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.